Die Atlantiküberquerung lag nun hinter uns und wir waren in Martinique angekommen. Im ersten Teil dieser Videoserie über unsere Karibikreise 2025 ging es von St. Anne auf Martinique mit einem kurzen Stopp in Dominica weiter nach Guadeloupe. Dort hatten wir zunächst die Ile des Saints besucht und sind nach einigen Tagen ganz in den Norden von Guadeloupe nach Des gefahren. Von dort geht es in diesem Teil weiter nach Antigua und Barbuda. Für mich gehören diese zu den schönsten Inseln im Antillenbogen. Viel Spaß bei dem Video. Wir gehen in die Passage von Guadeloupe nach Antigua. Die Passage ist manchmal sehr rau, aber wir haben recht gute Bedingungen. Wir sind zwar hoch am Wind und man sieht auch, wie das Wasser vorne übers Vordeck geht, aber wir kommen trotzdem schnell voran. Und an dem Schiff, was wir hier überholen, sieht man, dass es schon recht hohe Wellen hat. Nach dieser flotten Überfahrt kommen wir in Antigua an, in der Bucht südlich von Jolly Harbour in der Lignum Vitae Bucht. Und am nächsten Tag regnet es in Strömen. Wir haben hier in Jolly Harbour einklaviert, weil das wesentlich günstiger ist als in English Harbour bzw. in Falmouth Harbour. Wir fahren aber jetzt dorthin wieder zurück, weil Anita wollte das gerne sehen. Sie war da lange Jahre, vor vielen Jahrzehnten, mit einem Schiff unterwegs und deswegen schauen wir uns das an und sie ist ein bisschen entsetzt, wie sich das verändert hat. Früher waren sie da als einziges Schiff oder 2, 3 Schiffe und das ist jetzt natürlich vorbei. Wir fahren jetzt wieder zurück von Falmouth Harbour, wieder in die große Bucht bei Jolly Harbour. Direkt an der Küste lang, hier tolle Strände, ein Strand nach dem anderen. Ein paar Tage später fahren wir wieder los von Jolly Harbour, Antigua, rüber nach Barbuda. Barbuda ist für mich eine der schönsten Inseln hier im Antillenbogen. Es gibt sehr viele lange Strände, einige Riffe und so weiter. Und das wollen wir uns mal anschauen. Natürlich ist das wieder eine Strecke hoch am Wind. Aber diesmal ist es nicht so rau wie die Passage von Guadeloupe nach Antigua. Aber wenn man nach Barbuda fährt, muss man schon zusehen, dass man günstige Winde hat, die nicht mehr aus Nordost kommen, weil es ist ja ein reiner Nordkurs, sondern möglichst aus Ost oder besser noch aus Südost. Wir liegen nah am Strand, in 4 bis 5 Meter Wassertiefe fällt der Anker. Wir fahren mit dem Beiboot zum Strand, laufen den endlosen Strand entlang bis zur Chaka Kai Bar, wo man seinen Drink einnehmen kann und wo man auf Vorbestellung auch Lobster bekommt. Wir sind nur ein paar Tage geblieben in Cocoa Bay in Barbuda, fahren zurück zur Nordküste nach Long Island auf Antigua. Wir sind gestern wieder von Barbuda zurückgefahren nach Antigua und sind jetzt hier vor Long Island, vor Anker. Ja, ich würde sagen, das ist eine künstliche Anlage, sehr sauber und wie alle Ferienanlagen wahrscheinlich sehr teuer. Ein paar tausend Euro pro Tag, um hier unterzukommen, mit ein paar Privatvillen, glaube ich auch, die auf der Insel sind. Aber glasklarem Wasser. Wir ankern hier auf 3,5 Meter Wassertiefe. 2 Nachteile hat es. Erstens ist der Flughafen in der Nähe und zweitens hier ein bisschen industrielles Flair hat es hier. Ja, da hinten ist eine Werft. Dann wird hier die Fahrrinne auch ausgebaggert und so. Also
richtig schön ist es nicht unbedingt. Wir gehen jetzt wieder Anker auf und fahren zurück nach Jolly Harbour. Morgen soll es regnen, wir wollen noch einkaufen gehen und haben dann den ganzen Tag morgen wahrscheinlich frei. Wir sind hier in der Hermitage Bay oder auch Five Islands Bay, direkt nördlich von Jolly Harbour, und es ist wunderschön hier. Man liegt meistens allein, ganz anders als in Jolly Harbour, wo es immer so voll ist. Und es ist ruhig, es ist einfach unbeschreiblich schön hier. Wir waren jetzt gerade in Jolly Harbour tanken, fahren wieder raus hier aus diesem tollen Gebiet, aus dieser tollen Laguna. Da hinten geht es ganz tief rein. Anita ist vor 2 Tagen wieder nach Hause geflogen, nach 2,5 Monaten. Und wir sind jetzt hier alleine, Christine und ich. Wir sind in Antigua geblieben zunächst, fahren aber jetzt gerade nach Guadeloupe rüber, um da auch einzukaufen. Antigua ist einfach unheimlich teuer und viele Sachen gibt es nicht, zum Beispiel Brotbelag oder vernünftiges Brot. Wein ist unglaublich teuer etc. Also wir fahren jetzt nach Guadeloupe rüber, um dort einzukaufen und ein paar Tage zu verbringen und kommen dann wieder zurück nach Antigua. Neben uns ist der Montserrat, den sieht man wirklich sehr gut. Und das ist da wohl der Vulkan. Der qualmt. Wir haben so ungefähr 8, 9 Knoten Wind. Hoch am Wind sind wir bei 40 Grad. Wir können Guadeloupe gerade so anliegen. Am Ende wird der Wind einschlafen und da werden wir ein bisschen motoren müssen, aber es ist wirklich gut. Wir fahren ganz angenehm. Der Kurs ist toll. Wir haben im Moment machen wir 6 Knoten. Ein bisschen mehr durchs Wasser als über Grund, weil wir ein bisschen Gegenstrom haben. Aber es ist wirklich ein tolles Segeln. Wir haben quasi keine Welle. Wir kommen jetzt hier in DE an. Ziemlich voll der Ankerplatz. Aber es sind ja auch viele abgehauen heute Morgen nach Antigua. Wir werden mal sehen, ob wir da einen vernünftigen Platz finden. So, wir haben jetzt einen ganz netten Ankerplatz gefunden hier. Zwar relativ weit hinten dran, aber wir haben keinen Schwell und hier waren wir auch schon mal in der Nähe. Da hinten sind die Felsen auch weit genug weg. Also alles wunderbar. Hier bleiben wir für die Nacht.
Heute am 21. März fahren wir wieder weg, hier aus Dieppe, Guadeloupe, Richtung Antigua oben, nach Jolly Harbour. Nach vielen, vielen Tagen absoluter Flaute ist jetzt Wind angekündigt aus Südost und es sollte eigentlich eine schöne Fahrt werden. Wir haben tolle Bedingungen, das sind 10 Knoten halber Wind, bisschen vorlicher als halb. Fahren immer so um die 6 Knoten, manchmal auch knapp 7. Wunderbarer Wind, wir fahren wirklich perfekt hier mit halbem Wind oder ein bisschen vorlicher als halb, 70, 80 Grad. Richtung Jolly Harbour. Das ist wirklich eine tolle Fahrt. Wir fahren aber um die 6 Knoten, manchmal auch 7. Perfekt. Und hier vorne kann man es gut aushalten im Wind. Super. Inzwischen haben wir neue Freunde an Bord. Angekommen sind Karen und Iris von den Yachten Tangaroa und Lily. Wir kennen uns von der Atlantiküberquerung 2022, als wir mit 3 Schiffen im Konvoi von der Karibik zurück auf die Azoren gefahren sind. Richtig, genau, so ist es. Wir sind wieder unterwegs von Jolly Harbour in die Five Islands Bay und zwar diesmal etwas weiter rein in die Bucht zu einem Strand, der heißt Pig's Paradise. In Pig's Paradise kommt morgens ein LKW, lädt ein paar Schweine aus. Dann kommen Busse mit Touristen, die dürfen sich 1 Stunde oder 2 mit den Schweinen amüsieren, fahren dann wieder nach Hause, die Schweine werden wieder eingesammelt und jeder Tourist ist 100 US-Dollar los. Kein Problem. So, ihr seid sozusagen in dem Stall, wo die Schweine immer sind, ne? Im Genau. Schweinestall. Wir sitzen in der Bar. Genau, wir warten auf unseren Der Sundowner. Stall ist da. Ein Schwein haben sie offensichtlich vergessen. Ach, hier ist was zu fressen. Wir fahren wieder zurück nach Jolly Harbour, weil dort gibt es ein besonderes Event, nämlich die Ankunft von Atlantik-Ruderern in Jolly Harbour. Pete Ross, Darren Smith, and Nick Southwood. Team Row for It have just crossed the Atlantic Ocean in 53 days, 4 hours and 59 minutes. Natürlich will unser Besuch auch nach Barbuda und deswegen fahren wir jetzt los. Vorher allerdings mit einem Zwischenstopp in der Deep Bay. Stromerzeugung. So, jetzt fahren wir in die Deep Bay. Und das ist in der Nähe von St. John. Und morgen geht es ab hier nach Barbuda.
Ratsch und verschwindet. Boah, da ist schon richtig Druck drauf. Stromproduktion läuft. Anker hält, was kommt als nächstes? Ich mache erstmal einen Ruckfender rein. Also wir haben eine 30 Meter Kette bei 4,5 Meter Wasser. Das wäre genug. Ruckfender kommt noch rein und dann liegen wir ganz ruhig. Und hier vorne ist auch gar keine Welle mehr. Okay. Ich dachte eher an das Ankerbier. Ja, das kommt jetzt auch gleich. Das kommt danach. Ruckfender drin ist. Okay, versprochen? Jo, versprochen. Okay. Postkartenstrand, ne? Ja. Wir sind jetzt in der Low Bay in Barbuda. Dort gibt es ein Hotel, was vom letzten Hurricane 2017 völlig zerstört wurde. Man sieht es hier auch auf den Bildern, es sieht furchtbar aus. Und meine Crew, die 3 Mädels, die sind jetzt auf Erkundungstour an Land, gucken sich das Hotel an, schätze ich mal. Und verbringen den Nachmittag ein bisschen alleine. Wir müssen zurück nach Jolly Harbor, weil der Urlaub unserer Freunde ist leider vorbei. Sie fahren von Antigua wieder zurück nach Hause und ab dann sind wir wieder alleine. Die letzte Meile ist angebrochen, so langsam kommen wir in Jolly Harbor an. Einen Abend verbringen wir noch zusammen, dann müssen Iris und Karin leider wieder abreisen. Es hat Ihnen gut gefallen und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Über ein Abo und ein Like würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Mal und ich sage Ciao von der Kokon.